Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem DGP Motorracing Kanal. Wir sind dieses Wochenende in Cremona und wie ihr im Hintergrund schon sehen könnt, es ist schon Fahrbetrieb, aber nicht unser Event, sondern die World Superbike ist hier noch zum Testen. Das heißt, ich bin ja gerade erst letzte Woche aus Misano gekommen und komme jetzt aus Misano direkt hier nach Cremona mit den Superbike-Leuten. Also die meisten sind auch hier beim Testen. Das heißt, wir schauen jetzt mal rein und genau, schauen da noch ein bisschen beim Testen zu und wir fahren dann erst morgen. Also hier sind die ganzen Trucks, hier ist Kawasaki, es sind nicht mehr allzu viele am Fahren. Ich glaube Kawa ist noch am Fahren und Honda hier, auch ein wunderschöner Truck. Ich glaube die sind auch noch am Fahren. Wir schauen uns mal ganz kurz vor uns. Wir hier MV Augusta, den Barton und den Marcel, den haben wir auch schon in Portimao gesehen und jetzt auch in Misano. Ich weiß gar nicht, ob ihr den Misano-Vlog schon gesehen habt. Kann auch sein, dass er erst ein bisschen später kommt. Der Marcel ist auf jeden Fall noch ein Lederkombi, das heißt, der wird auf jeden Fall noch fahren. So, hier BMW. Ja, die sind wahrscheinlich direkt von Misano hier rüber gekommen. Sieht auf jeden Fall auch sehr nice aus, der Truck. Aber die räumen auch schon zusammen, wie ich hier sehen kann. Das heißt, da fährt auch keiner mehr. Da hinten ist jetzt gerade einer geschützt, das heißt, hier ist gerade rote Flagge. Wir setzen uns jetzt aber auch mal auf die Tribüne. Aber es müsste auf jeden Fall gleich nochmal losgehen. Und dann können wir uns ganz kurz noch ein paar Turns hier, beziehungsweise ein paar Runden von den Jungs anschauen. Ich glaube, es sind noch so, ja, 20 Minuten oder so, wo sie jetzt noch testen können und dann ist auch schon zu Ende. Ich habe auch schon gesehen, Honda und sowas, die sind eigentlich alle schon fertig. Ja, haben schon die meisten zusammengepackt. Genau, MV Augusta war auf jeden Fall noch am Fahren und jetzt hier ist auf jeden Fall jemand gestürzt. Ich sehe nur leider nicht wer oder welches Bike. Genau, so, es gibt hier auch in Cremona jetzt den neuen Turn, das heißt hier hinten, das Ganze wurde umgebaut. Das können wir uns aber auf jeden Fall mal die nächsten Tage anschauen und uns damit befassen, wie das ist und was da so umgebaut wurde. Genau, jetzt warten wir erstmal, bis die rote Flagge weg ist. So, grünes Licht, Stefano Manzi fährt hier schon. Da unten kommt Marcel Schroeter. Oh, der 13-Liter ist geil, oder? Jetzt kommt Stefano Manzi. Wie geil hört sich das bitte an? Ich glaube, Manzi hat sich jetzt gerade ein bisschen verbremst. Aber der Sound ist ja wirklich geil. Wir schauen uns jetzt ein bisschen was ab für morgen. Hoffentlich fahren wir dann auch die Rundenzeiten. Aber das sieht schon wirklich sehr, sehr geil aus. Vor allem du hörst halt, wann die ans Gas gehen und beziehungsweise wann die anfangen dann zu bremsen und runterschalten. Das ist natürlich ganz was anderes, als wenn wir das machen. Aber ja, wir schauen uns noch ein bisschen zu und versuchen ein bisschen was zu lernen. Die Box ist fast fertig eingeräumt, aber jetzt zeige ich euch was richtig Cooles. Vielleicht habt ihr ja unser Ducati-Video gesehen, wo wir die Ela Edition so ein bisschen vorgestellt haben. Wenn nicht, verlinke ich es hier rechts oben gerne nochmal. Und jetzt pass auf, die Ela hat ihr Bike noch gar nicht gesehen und wird jetzt hier dann in Cremona gleich reinkommen und im Prinzip hier überrascht mit ihrem neuen Bike. Und jetzt schaut euch das hier mal an, wie süß das hier alles geworden ist. Also wir haben hier Happy Birthday Ela, dein Georg. Hier steht das Bike mit Happy Birthday und auch noch Rosen. Richtig, richtig süß. Also da hat sich der Georg schon viel Mühe gegeben. Man muss wirklich sagen, das ist so goldig und es wird so geil, wenn sie jetzt auch gleich dann kommt und einfach die Reaktion sieht mit ihrem neuen Bike. Hier haben wir zum Beispiel auch noch hingehängt Faster Ela.
und dann 421 ihre Startnummer. Und wenn ihr euch das mal anschaut, wie das hier steht, mit den Rosen. Schaut euch das mal an, wie cool. Also das ist auch wirklich eine süße Geste von Georg. Richtig geil. Ich bin echt gespannt, wenn es jetzt dann kommt und das erste Mal ihr Bike sieht. Einen wunderschönen guten Morgen aus Cremona. Wie ihr sehen könnt, es regnet. Also der Wetterbericht hat gesagt, alle 3 Tage trocken. Und jetzt haben wir hier Regen. Geil. Ich wollte mich gerade fertig machen für meinen ersten Turn. Jetzt tröpfelt es schon. Naja, jetzt heißt es wie immer bei den Vlogs, warten, bis es wieder trocken ist. So, der erste Turn ist leider ausgefallen, aber wir sind dafür die anderen 2 Turns noch gefahren. Und da war auch schon Mittagspause. Die Strecke hat ja hier eine neue Kurvensektion bekommen, sprich nach der Gegengerade wurde die links, rechts und die links geändert. Ist okay geworden. Ich hätte es mir ein bisschen besser vorgestellt, auch gerade was die Leute so ein bisschen erzählt haben. Es ist auf jeden Fall deutlich besser als davor, aber meiner Meinung nach immer noch nicht ganz perfekt. Das können wir uns aber später, wenn der Fahrbetrieb mal aus ist, können wir uns das mal anschauen. Ist mit so einer Überhöhung drin. Ja, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber jetzt im zweiten Turn lief es schon echt gut. Die Francesca läuft auf jeden Fall. Ich habe jetzt den Helm hier nochmal ausgepackt, weil der deutlich mehr Luft gibt als der Shoei. Der Shoei, da erstickst du. Wir haben wirklich, es ist nichts, also die Sonne scheint jetzt zwar nicht, ich hoffe man kann es sehen. Die Sonne scheint jetzt zwar nicht so krass, aber es ist so schwül und man schwitzt so krass. Und unter dem Helm beim Shoei, ich habe kaum Luft bekommen. Jetzt probiere ich es hier mit dem NHK, weil der deutlich mehr Luftzuweisung hat, beziehungsweise hier gerade am Kinnbereich. Da kriege ich deutlich mehr Luft mit dem. Ich probiere es jetzt gleich mal aus und ja, wir schauen uns später auf jeden Fall mal die Kurvensektion an. Da gehe ich mal ein bisschen vielleicht aufs Detail ein, vielleicht fliege ich auch mit der Drohne nochmal drüber, damit ihr das nochmal genauer sehen könnt. Und ich nehme euch natürlich auch mit auf eine Onboard. Das aber wahrscheinlich dann eher erst morgen. Genau, jetzt schaue ich erstmal selber. Hier wechsle ich mal den Helm und hoffe, dass es jetzt dann besser ist mit der Luft. So, der erste Tag ist zu Ende. Wir konnten jetzt tatsächlich nur einen halben Turn fahren. Also es war zweimal unterbrochen. Der Krankenwagen war dann auch noch weg, beziehungsweise 2 Krankenwagen und beide waren weg. Das heißt, die Strecke war erstmal noch gesperrt. Dann sind wir beim letzten Turn rausgefahren. Dann bin ich rausgefahren, eine Runde war schon wieder rote Flagge, dann sind wir wieder reingekommen und dann, glaube ich, konnte ich noch 2 oder 3 Runden fahren. Ja. Bin jetzt aktuell bei einer 1,40, das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Bin auf jeden Fall auch zufrieden. Ich bin ein 6er, glaube ich, für den kompletten Event. Sonst, wir haben echt wirklich viele flotte Jungs dabei. Georg, Ela, Wolfgang, Tom. Die sind alle richtig flott und wir sind alle in der schnellsten Gruppe. Genau. Jetzt schauen wir auf jeden Fall mal morgen, wie es dann wird, beziehungsweise wie es da läuft. Ich stelle euch mal hier kurz ab. Ah ne, es wird dann schräg. Dann schauen wir auf jeden Fall, wie es morgen wird. Wir haben uns jetzt erstmal noch Pizza bestellt. Ich habe auch ein bisschen Kopfweh, weil heute war es so schwül. Jetzt aktuell geht es wieder, aber es ist wirklich, heute war richtig anstrengend, auch wenn wir nicht so viel gefahren sind. Ich schaue mal, ob ich später noch die Kraft habe, nach vorne zu gehen, um euch die Kurve zu zeigen. Wenn nicht, dann machen wir es auf jeden Fall morgen. Schauen wir mal. Ihr seht es natürlich jetzt gleich im Vlog. Ich bin jetzt gerade noch mal überlegen. Jetzt gibt es erstmal eine Pizza. Die kann ich euch natürlich aber auch gleich noch zeigen. Wir haben nämlich bei einem Lieferdienst bestellt, der hier an die Strecke direkt die Pizza liefert. Sehr geil. Sehr nice. Einen wunderschönen guten Morgen von Tag 2 hier aus Cremona. Wie ihr gesehen habt, ich habe es gestern nicht mehr gepackt zu filmen. Ich war so fertig. Es war auch gestern den ganzen Tag richtig so neblig, beziehungsweise auch der Himmel war nicht klar. Es war richtig so stickige Luft. Ja, auch unterm Helm, du hast kaum Luft bekommen, es war übel heiß. Ich habe dann auch Kopfweh gehabt und wollte dann einfach nur noch ins Bett. Jetzt aber, wie ich euch gestern versprochen habe, gehen wir mal kurz zu der neuen Kurvensektion und schauen uns das Ganze an. Und dann schaue ich, dass ich euch das mal ein bisschen zeigen kann, wie das hier so geworden ist, beziehungsweise wie die das umgebaut haben. Also ich habe das Mikrofon mal umgedreht, ich hoffe, ihr könnt mich gut hören, weil der Wind ist auch hier ein bisschen stärker. Also hier ist die Startziel und im Prinzip hier ist diese neue Kurvensektion. Und ich denke, man kann schon ganz gut erkennen, dass sie so ein bisschen einen Höhenunterschied hat. Ist aber nach wie vor noch relativ eng. Also wir schauen mal, dass wir ein bisschen näher hingehen, beziehungsweise auch mal dahinter gehen, hinter die Kuppe. Also das wird schon so ein Höhenunterschied von so 2-3 Meter sein wahrscheinlich, oder? Was meinst du? Schon so ein Höhenunterschied von 2-3 Meter wird schon sein, oder? Sieht zumindest so aus. 2 würde ich auf alle Fälle sagen, von ganz oben auf ganz unten. Ja? Ja. Ich glaube auch. Jetzt gehen wir mal schnell vor, dass wir das vielleicht noch mal ein bisschen besser drauf kriegen. Ich glaube, von der Seite erkennt man es gar nicht so gut. Ich gehe mal ein bisschen runter. Ja, da sieht man schon, dass die Kurve auf jeden Fall verschwindet. Auf der Kamera ist natürlich immer nicht so einfach zu sehen, wie es jetzt hier in Live ist. Aber ich glaube, man kann ganz gut erkennen, dass es da schon ein bisschen runter geht. Wir sind jetzt eigentlich schon fast an der höchsten Stelle hier.
Jetzt gehen wir mal noch ganz kurz hier hinter, weil das schaut mir nämlich auch ein bisschen aus, als hätte sich das geändert. Also hier ist die Gegend gerade von Cremona. Hier kann man noch eine Ölspur sehen, die gestern verteilt wurde. So, dann geht es hier in die links und ich glaube, man kann es auch wieder auf der Kamera nicht so gut erkennen. Aber hier geht es schon in so eine leichte erste Überhöhung rein. Und dann hier hinten nochmal in die zweite und man sieht die Linkskurve schon gar nicht mehr. Also ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, dass es auf jeden Fall ein leichter Höhenunterschied ist und beim Fahren merkt man es auch. Ich werde schauen, dass ich jetzt gleich nochmal mit der Insta360 rausfahre, sprich, dass wir auch nochmal eine Onboard-Aufnahme haben und da auch nochmal die neue Kurvensektion sehen. Komm, jetzt gehen wir erstmal wieder zurück in die Box und stecken erstmal die Reifenwärme an. Ich hoffe, man kann es gut. Ich hoffe, man kann es ganz gut erkennen. Also die Kurve ist schon noch eng und auch wenn ich jetzt meine persönliche Meinung sage, jetzt von dem ersten Tag, es hat sich nicht ganz krass verändert. Also es ist schon noch die alte Strecke, würde ich sagen. Man merkt auf jeden Fall den Höhenunterschied, das definitiv. Und man kommt natürlich auch hier besser raus. Also es ist schon ein Stück besser geworden. Aber ich würde sagen, es ist immer noch nicht ganz optimal. Ich habe auch mit Bahatan Sofoglu gesprochen, die ja hier am Donnerstag noch getestet haben. Er hat gesagt, als Trainingsstrecke richtig super, aber als Strecke für ein Rennen weiß er selber noch nicht. Und ja, er wird auch gespannt sein, wie es dann wirklich in der Superbike abläuft. Weil die Strecke natürlich auch ja, für so eine Superbike eigentlich ein Ticken zu groß ist. Aber ja, ich hoffe, ich konnte euch jetzt hier die Kurvensektion ganz gut zeigen. Und auch hier hinten, ich weiß nicht, ich kann es vielleicht mal nachträglich noch ranzoomen, die bauen hier einiges um. Da hinten steht auch schon eine Brücke. Das heißt, hier wird für die Superbike auch noch einiges vorbereitet. Und das ganze Wochenende, seitdem wir hier sind, sind die Bauarbeiter auch wirklich von 7 Uhr morgens bis 8 Uhr abends nur am Arbeiten. Ja, da wird auf jeden Fall richtig gehustelt, damit die das jetzt hier zur Superbike noch fertig kriegen. So, ich bin jetzt 4 Turns gefahren und eine 1,38 habe mich jetzt als Vierter fürs Rennen qualifiziert. Hier hinter mir ist schon die Aufstellung. Das Rennen geht um 17:10 Uhr los, das ist jetzt ungefähr noch eine Stunde. Jetzt gibt es aber erstmal das Whitehead-Rennen. Das ist, glaube ich, für Personen ab 50 oder ab 55, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich glaube ab 50. Und da ist die Ela dabei und die startet von, ich glaube, Startplatz 5 in dem Rennen. Das heißt, wir werden hier oben auf der Tribüne dann zuschauen und der Ela die Daumen drücken und danach geht es in mein Rennen. Ich versuche die Insta360 wieder zu montieren und versuche euch das ganze Rennen mitzunehmen. Ich schneide euch dann wahrscheinlich ein paar Highlights rein. Genau, jetzt geht es aber erstmal zum Zuschauen und Daumen drücken für die Ela. Schauen wir mal hier, wie in der Superbike, was hat die Ela montiert? Einen SCX. Jetzt wird scharf. Ein SCX. Das heißt auf jeden Fall sehr guter Griff für sie. Da hinten steht die Ela schon. Das Bike wird jetzt rausgeschoben. Da nehme ich euch kurz mit.
hier die Panigale mit Trockenkupplung hört sich auch richtig geil an. Jetzt ist Rennstart. Tela ist von 5 gestartet und kommt jetzt auch als 5. ins Ziel. Glückwunsch auf jeden Fall, war ein richtig schönes Rennen. Sie hat sauber ihre Zeiten abgeliefert. Jetzt warten wir mal ganz kurz, weil sie kommt jetzt gleich hier rein von ihrer Outback. Wow. Reifen schaut super aus. Weiter geht es mit Gasglas Superbike, 5 Pokale via Fine Class. Abbiamo 5 coppe, sulla quinta posizione il numero 212, on the 5th place number 212, auf dem 5. Platz Startnummer 212 Marco Netzel! Yay! We go on with the 4th place, andiamo avanti con la 4ª posizione. Leider konnte ich für euch keine Aufnahmen machen vom Rennen. Die haben mir leider gesagt, dass ich die Helmkamera nicht benutzen darf. Das tut mir natürlich leid. Schade, dass ihr jetzt natürlich keinen Renncontent gesehen habt. Ja, ihr habt dafür jetzt gerade die Siegerehrung gesehen. Ich bin 5. Platz geworden, normalerweise 4. Aber bei dem Event hier zählt es eben so, dass halt die Gesamtzeit von dem Rennen zählt. Sprich, ich könnte auch als Letzter starten und theoretisch als Erster ins Ziel kommen, wenn ich halt die schnellste Gesamtzeit habe. Naja, nicht so schlimm. 5. auf jeden Fall auch richtig gut, für das ich das 3. Mal Panigale fahre und das erste Mal hier in Cremona mit der neuen Strecke und alles. Deswegen super zufrieden. Auf jeden Fall richtig geil. Morgen sieht es sehr, sehr schlecht aus mit dem Wetter. Wir sollen morgen den ganzen Tag regnen. Da lassen wir uns mal überraschen, ob wir überhaupt morgen noch mal fahren können. Wir gehen heute Abend noch richtig cool essen. Da nehme ich euch vielleicht noch kurz mit. Und dann war es auch schon heute mit dem 2. Tag hier aus Cremona. Wie ihr sehen könnt, das wird heute leider nichts mehr. Das heißt, ja, der 3. Tag fällt leider aus. Das heißt, wir sind nur 2 Tage gefahren. Damit ist das Video natürlich auch zu Ende. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, gerne in die Kommentare schreiben. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.